So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir jetzt erstmal unser Abenteuer hier beim Thermalkraftwerk der Fatui fortsetzen werden, bevor wir dann, mit Mavuika sprechen werden, die dann erst einmal mit Ororon sprechen will. Gut, da muss ich jetzt erstmal niesen. War ja auch so gut wie gar nicht zu hören. So, jetzt brauchen wir aber hier wieder einen Schlüssel, um den nächsten Saurier zu befreien. Okay. Wir haben jetzt anscheinend schneller als erwartet den nächsten Kern erhalten. Ich hatte jetzt wirklich damit gerechnet. Wieso ist da jetzt der Sack wieder zu? Wieso ist da jetzt zu? Wie hatten wir das im letzten Part überhaupt aufgekriegt? Hatten wir jetzt überhaupt einen Teleporter hier? Also auf alle Fälle. Oh nein, das hatte ich jetzt auch total vergessen. Aufgrund dessen, weil wir ein paar Mal in die Lava gefallen sind im letzten Part. Muss ich jetzt auch mal wieder meine Lebenspunkte auch wieder aufbessern. Frozen. Solidify. Illusion shattered. You can't run. You can't run. Well, Inazuma shines eternal. Und ich habe wieder total vergessen, dass es sagt der Eis-Fatui Heini. Absurd. Stabilize. Shine down. Kill him. Flash freeze. I see through you. Can't run. Well, There is no escape. don't be a killjoy. Looks like I went too far. Zu schade, dass wir den da jetzt eigentlich nicht in die Lava reinschmeißen können. Haben wir ihn doch in die Lava reingeschmissen? Eigenartig. Noch eigenartiger ist bloß die Frage, wie haben wir das... Okay, die Kiste da drüben ist ja noch da. Warte, war das sag einfach nur ein Systemfehler? Oh, das war kein Fehler. Das war verdammt nochmal kein Fehler. Das Tor hat sich einfach geschlossen eben. Die Frage stellt sich jetzt allerdings hier, wie kriege ich das jetzt... Wie halte ich das jetzt auf?
Wartungsprotokoll mit dem Bericht der Reparatur einer Maschine. Auswertung. Hitzebeständigkeit der Transportleitung fehlerlos. Steuerungsventile fehlerlos. Bohrkopf neuwertig. Reibungspresse arbeitet einwandfrei. Abnahmeergebnisse absolut tadellos. Kaum zu glauben, dass die Geräte des Forschungsinstituts Fontaine so gut erhalten sind. Ich hatte erwartet, dass sie uns mit irgendwelchen Ersatzteilen abschweißen würden. Ach, der ganze Kram hier kommt also aus Fontaine? Na, wie dem auch sei. Fontaine hin, Fontaine her. Ach, da drüben geht's noch weiter. Aha, das ist also jetzt der richtige Weg. Hä? Und wieso war jetzt hier auf einmal unser Dino weg? Okay, so ist es auf jeden Fall richtig. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, was es uns überhaupt bringt, die ganze Einrichtung runterzufahren. Can't run! Well, neither can I. Have a load of this. Shine down. So, rein in Lava mit euch. Order guide you. Stabilize. Stay right there. Time for retribution. Judgment. Illusion shattered. Punishment. This is bad. Okay, die Abschaltung kann auf jeden Fall nicht mehr verhindert werden. Gut so, ihr seid frei. Oh. Let's see if you can keep up with me. Solidify. There is no escape. Now you shall perish. You can't run. Komm schon, rein mit dir in die Lava. Order. Stabilize. Leaving soon. No escape. Burn. Tja, ich würde mal sagen, Mission gemeistert. Freiheit! Ihr seid frei! Lauft, was das Zeug hält! Better than nothing. Jetzt will ich aber mal sehen, was für eine Errungenschaft wir freigeschaltet haben. Gerechter Widerstand. Wie auch immer, zumindest wurde die böse Maschine gestoppt. Gut. Freiheit! Oh.
Ja, wir haben jetzt noch einen weiteren Schlüssel erhalten. Gut, aber hey, wir haben die ganzen Dinosaurier befreit. Das war's auf jeden Fall jetzt wert. Und ich bin mir ziemlich sicher, hier hinten finden wir jetzt einen Koalosaurier. Der uns jetzt hier rausbringen kann. Jawohl, Brüll. Aha, Kohola-Saurier. Kohola. Okay, er ist jetzt dafür da, uns hier rauszubringen oder auch zu den Ruinen. Tja, wunderbar, aber ich glaube, ich habe jetzt irgendwie hier einen Teleporter übersehen. Kann das sein? Tempel der Vorfahren. Nett. Tja, ein ziemlich guter Rundgang. Tja, ein netter Weg. Aber gut, diese Mission wäre damit auch abgeschlossen. Wir haben die Saurier befreit. Haben ein Achievement bekommen. Und nun will ich jetzt noch mal kurz was sehen. Was gibt's hier an Nachrichten? Aha, okay, meinetwegen. Gut, jetzt begeben wir uns dann mal zur Kammer des Sprechers. Dann kann Ororon jetzt mal miHoYo berichten, wie ihn die Fatui gefangen haben. Ihr seid zurückgekehrt und Zitlali bringt euch nun in die Kammer des Sprechers, wo er alles erzählt, was Ororon zugestoßen ist. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Zitlali's safety. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Zitlali is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have other things to do. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. Dann zähle ich auf dich, Zitlali. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Bye for now. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. Goodbye, Gramps. Mein neuer Enkelsohn ist ja sehr höflich. Dieser Blick, er versucht wahrscheinlich, mich an mein Versprechen zu erinnern. Hab's nicht vergessen, auch wenn ich im letzten Part erstmal anderweitig beschäftigt war. Er kommt mir nicht wie ein Lügner vor. Wenn ich nicht alles mit eigenen Augen gesehen hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass er hinter dem Rücken von Zitlali so viel arrangieren könnte. Was hat er vor? We're finally done. Alright, it's time to find some grub.
Naja, Paimon, ich muss dir etwas sagen. Huh? What is it, Traveler? Du ziehst Paimon zur Seite und erzählt ihr alles, was du gesehen hast, als du ohnmächtig warst. That captain? Nicht so laut! Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting Seat Lolly and being forced to help the Fatui, when he's actually been a willing accomplice all along. Naja, da bin ich mir nicht so sicher. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. We still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. Na, heißt jetzt mal wieder, wer hat an der Uhr gedreht? Jo, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es denn jetzt wirklich wieder schon so spät? Offensichtlich gleich ja. I still have a lot to do at the guild. How about you take a rest while I go back? Okay, geht zum vereinbarten Ort. Der Ort scheint näher dran zu sein als ursprünglich gedacht. Na gut, dann wollen wir doch gleich mal hören, was Auroron und Capitano so zu berichten haben. Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. Aha! Auroron. What was that? Good evening. Nice to see you again. Ja, Abend. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. Ugh, and what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. Also, was ist also der Zweck dieses Treffens? Ja, hier ist niemand It's all außer clear. uns. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Tja, ich interessiere mich nur für Information. Yet, Capitano. there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. Warum? I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear?
And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tevat, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the Abyss. We have to make the decision for her, here and now. Das ist eine reine Spekulation von dir und du hast uns noch nicht mal erzählt, was der Notfallplan überhaupt sein soll. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa plan? Moment, warte, das göttliche Herz an sich reißen und die Entscheidung für sie treffen, bedeutet es etwa... Hat das göttliche Herz etwas mit diesem Notfallplan zu tun? I knew you to be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. Andere Frage. Warst du früher mal ein Bewohner Natlans? Oder weshalb hast du gesagt, so ein Interesse daran, Natlan zu retten? Okay, es ist natürlich ja klar, dass wenn er sagt, Natlan fällt, der Abgrund über ganz Tevat hereinbricht. Aber... ist dahinter vielleicht nicht noch irgendwas anderes verborgen? And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Und wir haben immer noch nicht vom Notfallplan gehört. Something is rapidly approaching. Oh no. Something? Bad news, chump. It's your granny. Mit einem starken rechten Haken. See, Lolly? When did you get here? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? Also das war, glaube ich, mehr als eine Schelte gewesen, was sie ihm verpasste. Es würde mich nicht wundern, wenn ein Zahn jetzt vielleicht schon lose wäre bei ihm. I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, see, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Ja, das ist kein Ort, um ein Kind zurechtzuweisen. Nennen wir das jetzt mal so. Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over.
You hear me? You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me, okay? Okay. Unser Gespräch mit dem Capitano wurde im entscheidenden Moment unterbrochen. Aber da Auroron noch hier ist, können wir vielleicht noch den Rest von ihm erfahren. Also, rückt mit der Sprache raus. Was ist der Notfallplan? Der General aus dem Labyrinth? War das jetzt wirklich eine Errungenschaft? Der General in sein Labyrinth. Mach offiziell die Bekanntschaft mit Capitano, einem der 11 der Fatui. Na gut, aber jetzt müssen wir anscheinend wirklich erstmal... Wartet mal, so zur Arena zurückkehren ist es ja eigentlich ja nicht. Wir müssen jetzt zu Fuß gehen. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Also aus irgendeinem Grund ein Kraftwerk errichten. Ob das, er sagt, nun wirklich sein Plan war? Und ob er da mit der Ausführung beschäftigt war? Keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund errichten die Fatui in Natlan ein Thermalkraftwerk. Auf Phlogiston-Basis. Really? You're just going to stonewall me? Sieht aus, als hätte Aurora nicht die Absicht, ihr zu antworten. Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. Ah, ist schon gut. You're very kind. Most people would have fled by now. Not everyone can handle Granny's scolding. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me! Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables! I don't need anything from you! Who's Aoife? A delivery person? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. That's not it, Granny. Oh, irgendetwas stimmt mit dieser Stimme nicht. Hat er vielleicht, er sagt, doch eine gespaltene Persönlichkeit und die andere Hälfte ist doch nicht Capitano, wie ursprünglich angenommen?
I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? Okay, er hat wirklich eine gespaltene Persönlichkeit. Oder er teilt sich wirklich seinen Körper mit einer anderen Person noch. It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? Beeindruckend. What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlan, then can't we work together? Er will uns immer noch nichts über seine Ziele sagen. I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Ah, that brat. I swear. Capitano muss einen konkreten Plan haben, andernfalls hätte Auroron keinen Grund, ihm weiterhin zu folgen. Ein weiteres Treffen ist derzeit nicht möglich, da ging es wohl schneller, wenn wir uns direkt an den Pyro-Arkon wenden, um zu überprüfen, ob das, was Capitano gesagt hat, stimmt. Außerdem, ich spüre, dass Aurorons Sturheit Zitlali tief verletzt hat. Ich muss einen Weg finden, sie zu trösten. Also, was war das vorhin mit der Verantwortung von Auroron? We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give me a moment to figure out how to explain all this.